Guten Tag. Heute zeige ich Ihnen die Chat-Funktion auf der Emergency Eye-Plattform. Ich verbinde mich hier ganz normal mit dem Smartphone. Sie sehen das Smartphone hier auf der linken Seite und sobald ich die SMS versendet habe, sehen Sie hier in dem Message Center die SMS. Finden Sie auch, indem Sie auf jedem Smartphone von oben nach unten wischen und dann können Sie entsprechend die SMS öffnen und sich nun End-zu-End zwischen dem Smartphone und der Emergency Eye Oberfläche verbinden. Das hat hier nun stattgefunden. Hier die erste Neuerung. Es gibt ein Key Visual, das signalisiert, dass eine Verbindung hergestellt ist. Die zweite Neuerung: Die Personen draußen können durch das Anticken dieses grünen Icons hier, das sogenannte Chat-Icon, nun auch den Chat aktivieren. Sie sehen, auch auf der Dispatcher-Seite ist die Verbindung hergestellt. Sie sehen, der Verbindungsstatus ist grün und es sind noch keine Funktionen entsprechend aktiviert. Das heißt, auch der Chat ist nicht aktiviert. Der Chat kann nun aktiviert werden seitens Dispatcher durch Betätigen dieses Toggles oder seitens Anrufenden durch Betätigen eben dieses Icons. Das mache ich nun einmal und in dem Moment, wo dieses Icon betätigt wurde, kriegen beide Seiten signalisiert, dass der Chat gestartet wurde. Sie sehen auch hier, der Toggle ist automatisch auf grün gesprungen. Dieses rote Auge zeigt mir, die Person schaut nun auf den Chat. Wenn ich den Chat nun wieder ausschalte, dann rutscht die Person draußen wieder auf das Startfenster und bei mir ist auch hier signalisiert, der Chat ist nicht angesehen. Und ich mache das nun mal jetzt als Dispatcher. Ich aktiviere den Chat und könnte nun durch zum Beispiel schnell Bausteine, Texte sehr zügig auf das Smartphone senden. Sie sehen die Besonderheit der Übersetzung, denn das Smartphone ist auf Englisch eingestellt und der Chat wird automatisch in die Sprache übersetzt, die als Hauptsprache auf dem Smartphone eingestellt ist. Das sehe ich einerseits als Dispatcher hier in der Systeminformation, aber auch in dem Chat, dass das automatisch auf Englisch gesprungen ist. Die Person draußen kann nun auch das Original anschauen. Das zeige ich einmal ganz kurz. Wie können wir Ihnen helfen? Und wenn die Person draußen nun zum Beispiel die Information sendet, es hat ein Unfall stattgefunden, das zeige ich einmal ganz kurz, Accident, dann sehe ich in der Zentrale in der eingestellten Sprache, das ist bei mir in diesem Falle Deutsch, das übersetzte Wort Accident als Unfall. Wenn ich nun die Verbindung beende, dann habe ich über die 3 Minuten die Möglichkeit, den Session Report herunterzuladen. Ich zeige mal ganz kurz, was in dem Session Report enthalten ist. Hier sehen Sie die Grundinformationen, aber ganz wichtig, die Chat-Informationen sind in dem Session Report auch entsprechend dokumentiert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.